Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Franz Kafkas Brief an den Vater. Mich kennen Sie vielleicht nicht, mein Name ist Marshall B. Rosenberg. Ich habe in den 1970er Jahren die gewaltfreie Kommunikation erfunden. Und dieser Brief aus dem Jahr 1919, 50 Jahre vorher, ist lustigerweise ein super Beispiel für das, was ich so vertrete. Deswegen habe ich mich angeboten, heute mal ein bisschen den Mediator zu spielen, wenn Franz seinem Vater diesen Brief vorstellt. Aber jetzt stellen wir erstmal vor, Papa Hermann Kafka stammt aus ärmlichen Verhältnissen vom Dorf, hat sich aber hochgearbeitet und dann in Prag Julie Löwy, die etwas wohlhabendere Tochter eines Brauers, geheiratet. Franz Kafka ist der Sohn dieser beiden, das älteste Kind. 2 Brüder von ihm sind im Kindesalter verstorben. Dann gab es noch 3 Schwestern. Gabriele, genannt Elli, Valerie, genannt Walli und Ottilie, genannt Ottla. Papa besitzt bis 1918 ein Geschäft für sogenannte Galanteriewaren, also Accessoires wie Schirme, Bänder, Schals und so weiter. Und es handelt sich um eine jüdische Familie. Franz und die Eltern sind schon früher gestorben, aber die Schwestern sind wahrscheinlich alle im Konzentrationslager ermordet worden. Los geht's mit der Frage, Franz, wieso hast du den Brief eigentlich nie abgeschickt? Naja, ich habe ja hier drin mein schwieriges Verhältnis zu Papa sortiert, aber ich hatte halt Angst. Aha, da war's wieder. Wieso behauptest du ständig, dass du Angst vor mir hast? Na, das wollen wir doch mit diesem Brief herausfinden, Herr Kafka Senior. Sie sind ja der Stärkere in dieser Beziehung, nicht wahr? Ja klar bin ich der Stärkere. Meinen Sie, Sie können es aushalten, sich den Brief anzuhören? Natürlich kann ich mir den Brief anhören, sogar von diesem Großschriftsteller. Was ich meinte war, ohne Bewertung. Also gut, dann machen wir das so. Soll ich den jetzt wirklich vorlesen? Ach, fassen Sie ihn einfach zusammen. Okay, also du wirfst mir bewusste Kälte und Undankbarkeit vor und gibst mir die Schuld an allem. Lächerlich. Na, aber jetzt mal ganz grundsätzlich. Ich glaube an unserer Fremdheit. Bin nicht ich schuld und bist nicht du schuld, sondern es liegt einfach daran, dass wir so sind, wie wir sind, so unterschiedlich. Wenn das so ist, dann können wir es wahrscheinlich nicht ändern, aber wir können wohl mit den Vorwürfen aufhören und ein bisschen entspannter zusammenleben. Sehr gut, Franz, keine Schuldzuweisungen, die sind immer eine kommunikative Sackgasse. Du sagst ja selber, dass du dich nicht so verstellen könntest wie andere Väter, also merkst du ja, dass was nicht stimmt und dass es auch daran liegt, wie du dich verhältst. Also... Ich war ein kleines, schwächliches Kind und du übermächtig für mich. Zum Beispiel hast du mich mal, als ich nachts gequengelt habe, einfach im Nachthemd auf die Galerie zum Hof gestellt. Du fandst das wahrscheinlich nicht schlimm, aber mich hat das völlig fertig gemacht. Ich, kleines Kind, nerve, vielleicht ein bisschen harmlos und dann kommt ein Riese und reißt mich einfach aus dem Bett weg. Ich hätte Zuwendung und Freundlichkeit gebraucht, aber du wolltest mich einfach irgendwie hart machen. Nur ging das nicht. Herr Dings, ist Konsequenz ein Verbrechen? Nein, Herr Kafka, aber Sie müssen akzeptieren, dass Franz das anders empfunden hat als Sie. Ach, ja, Papa, du bist ein Meinungsdiktator. Es gibt immer nur deine Meinung und die falsche. Und du hast instinktiv, gnadenlos und sofort jede Freude, jede Selbstständigkeit in mir mit fiesen, ironischen Kommentaren im Keim erstickt. Ja, da kannst du ja was für kaufen. Genau das meine ich. Wenn ich jemanden interessant fand, war er für dich sofort Ungeziefer. Und weißt du, was mich daran am meisten schockiert hat? Du hast überhaupt nicht gemerkt, was das mit mir macht. Ich habe das oft als Terror empfunden, wenn du mich beim Essen ständig kritisiert hast. Iss schneller, klecker nicht. Für dich galt das alles nicht. Das meine ich mit Diktator. Es gab keine Logik, es gab keine Widerrede, es gab nur dich. Und weil ich nichts gegen dich sagen konnte, bin ich verstummt. Also bitte, das ist doch lächerlich. Ich wollte immer, dass du mal den Mund aufmachst. Ja, natürlich, das ist der Punkt. Es hätte dir viel besser gefallen, wenn ich mich gewehrt hätte, aber ich konnte nicht. Ich war zu schwach. Du hast wohl gedacht, durch Schimpfen, Drohen, Ironie, böses Lachen bringst du mich dazu, dir Kontra zu geben. Aber diese Erziehungsmethoden haben mich einfach gelähmt. Und ich wusste, dass ich versage und hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Lassen Sie mich das bitte einmal sagen. Das ist Wolfssprache. Ja, gewaltvolle Kommunikation und damit kommt never ever ein produktiver Dialog zustande. Der böse Wolf. Ja, das stimmt. Es war auch Gewalt, auch wenn du mich nicht geschlagen hast. Es gab aber ein paar schöne Ausnahmen, bei denen du mal Schwäche gezeigt hast, als du bei Mutters Krankheit mal geweint hast oder wenn du mal still gelächelt hast. Aber das war so selten. Ich fühlte mich immer schuldig. Angst, Schuld, Versagensängste. Was hat das mit ihnen gemacht, Franz? Naja, ich hab dich gemieden, wo ich konnte, Vater. Auch dein Geschäft natürlich. Übrigens auch, weil ich nicht ertragen konnte, wie du die Angestellten beschimpfst. Die bezahlten Feinde, das hab ich vielleicht mal im Scherz. Nein, du hast es ernst gemeint, Papa. Die ganze Welt war dein Feind. Ja, und was die Familie betrifft, Mutti war zwar eine Liebe, aber sie hat dir dadurch nur in die Hände gespielt.
Ottla ist auch so ein Opfer wie ich. Walli hat sich dir untergeordnet wie Mutti. Und Elli, die hat es als einzige geschafft, sich von dir zu lösen durch ihre Heirat. Meine Nachkommen sind eine einzige Enttäuschung. Also in der Familie habe ich keine Hilfe gefunden, in der Religion auch nicht. Also, aber da konntest du mir eben auch nicht helfen, weil du einfach von deiner Dorffrömmigkeit zehrst, ansonsten ist dir alles egal. Das Einzige, was mir ein bisschen geholfen hat, ist das Schreiben. Na, damit ist es ja nicht besonders weit her. Ganz genau. Du lehnst alles ab, was ich tue. Meine Bücher hast du nie gelesen, aber für mich war es ein bisschen Unabhängigkeit von dir. Naja, wenigstens warst du fleißig. Ich war nicht fleißig. Nie gewesen. Ich habe Angst vor allem. Ich war hypochondrisch, kalt, isoliert. Ich habe ständig gefaulenzt. Bei der Berufswahl bin ich nur danach gegangen, wo ich am wenigsten arbeiten muss und bei der Versicherung gelandet. Aber eine richtige Befreiung habe ich mir dann davon versprochen zu heiraten. Oh Gott, jetzt kommt diese Geschichte. Ja, du hast recht, es war ein Drama. Für dich war das Heiraten keine große Sache, aber für mich, ich wollte so gerne auf eigenen Beinen stehen, hatte aber auch riesige Angst, dass es schief geht. Und du hast mir ständig das Gefühl gegeben, ich sei verdorben. Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich dir von meiner geplanten Heirat erzählt habe? Na, dass sie wahrscheinlich eine sexy Bluse angezogen hatte und dann wolltest du sie sofort heiraten. Ja, und wenn ich es so nötig hätte, dann würdest du mal persönlich mit mir, du meintest, ins Bordell gehen. Und als Jugendlichem hast du mir das auch mal gesagt. Das hat mich fertig gemacht. Mit dir endet die Reinheit der Welt, mit mir fängt der Schmutz an. Aber wieso haben Sie denn Ihre Verlobungen 3-mal gelöst, Franz? Ja, aus Angst. Also vor allem aus Angst, nicht mehr schreiben zu können, wenn ich verheiratet bin, weil meine Frau mich dominiert, aber auch aus Versagensangst, eine Familie ertragen und erhalten zu können. Ich meine, wenn selbst mein allmächtiger Vater da Probleme hatte, wie soll man da heiraten, ohne wahnsinnig zu werden? Ja. Und was soll ich jetzt zu dem allem sagen? Ja, Papa, du könntest mir Vorwürfe machen, ne? Wie immer, dass ich ein Schmarotzer bin, ein Parasit, sowas wie ein ungeheures Ungeziefer, lebensuntüchtig, es sei denn, es kann seine Lebenskraft aus jemand anderem saugen, in meinem Fall aus dir. Und was würden Sie dann antworten, Franz? Naja, dass vielleicht was dran ist, es aber nichts an dem ändert, was ich vorher gesagt habe. Gut. Also dann vielen Dank, Franz, dass Sie Ihre Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse mit uns geteilt haben. Kann ich dann jetzt vielleicht auch mal was sagen? Ich schlage vor, Herr Kafka Senior, dass Sie auch einen Brief an Ihren Sohn schreiben, aus Ihrer Perspektive. Puh, ich mache doch dem Herrn Künstler keine Konkurrenz im Schreiben, ihr könnt mich mal. Im Moment, Herr Kafka, Bitten und Wünsche äußern, Schritt 4 der gewaltfreien Kommunikation, das haben wir noch gar nicht. Naja, dann machen wir das eben das nächste Mal. Dankeschön. Und das, liebe Gemeinde, war Brief an den Vater von Franz Kafka. Vielen Dank.